Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute soll es darum gehen, warum diese Uhr hier über 10.000 positive Bewertungen auf Amazon hat. Mir ist das Ganze durch diese hohe Anzahl der Bewertungen eben aufgefallen und ich habe mich gefragt, ja, was finden die Leute jetzt so toll an dieser Uhr? Habe sie bestellt und würde sagen, wir finden das zusammen im Video raus. Bevor es losgeht, aber natürlich der obligatorische Wrist-Check. Ich trage heute die Casio Digital Tiffany. Aktuell leider relativ selten, aber ich hoffe, dass es jetzt, gerade wenn es Richtung Frühling, Sommer geht, ja, dass ich die dann einfach häufiger tragen werde, weil es eigentlich eine wirklich schöne Sommeruhr ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt ins Video und ich wünsche euch viel Spaß. So, hi und herzlich willkommen zum Review und Unboxing der Casio AE 1200WH1AV. So heißt das Modell. Und ja, hier könnt ihr einmal den Karton sehen, in dem die Uhr geliefert wird. Ein ganz normaler Standard Casio-Karton, in dem auch viele andere Modelle in der Preisklasse, ich sag mal so von 20 bis 50, 60, 70 Euro kommen. Man sieht hier vorne, dass durch den Transport hier schon so ein bisschen der Karton aufgerubbelt wurde, aber ja, stört uns jetzt in dem Fall nicht. Ich habe ja auch schon einige von den Kartons, von daher ist es für mich jetzt persönlich nicht so super traurig, dass der jetzt ein paar Kratzer hat. Ja, ich würde sagen, wir öffnen den Karton direkt, beziehungsweise schieben ihn mal vorsichtig auf. Und dann sehen wir auch schon das Modell, beziehungsweise den Karton. Hier hinten befindet sich noch die Bedienungsanleitung drin, kann ich euch auch einmal kurz zeigen, falls es jemand interessiert. Oder auch nicht, doch, genau. Hier, wie immer, die Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, Garantiekarte etc. Also da kann man wirklich alles nochmal im Detail nachlesen. Dadurch, dass die Uhr wirklich viele Funktionen auch hat, mit Sicherheit nicht verkehrt, da auch mal reinzuschauen, wenn man den kompletten Funktionsumfang nutzen möchte. Aber wir packen jetzt erstmal die Uhr aus. Die Verpackung interessiert uns weniger. Sie wird hochwertig, ja, würde ich sagen, in einer Folie nochmal zusätzlich eingepackt, um Transportschäden zu vermeiden. Und wenn wir die Uhr auspacken, bzw. die Folie entfernen, dann sehen wir, dass auf dem Glas auch noch eine Schutzfolie ist. Und wir haben natürlich auch, wie bei Casio üblich, den Hangtag mit der Modellbezeichnung nochmal. Hier könnt ihr das nochmal sehen. AE1200WH1AVEF. So lautet die genaue Modellbezeichnung. Es gibt mehrere Varianten der Uhr. Ich werde euch hier jetzt einmal die Bilder einblenden. Das hier ist jetzt die komplett schwarze Variante, also schwarzes Gehäuse und schwarzes Armband. Es gibt aber auch noch eine Variante mit silbernem Gehäuse und schwarzem Armband und dann eine Variante mit silbernem Gehäuse und Edelstahlarmband. Die ist auch sehr beliebt, soweit ich gesehen habe. Genau, das sind so die drei Varianten, die ich jetzt gefunden habe. Ich glaube, es gibt auch noch eine grüne, so eine Military Green. Da weiß ich aber nicht, ob die original von Casio ist oder ob die gemoddet wurde, weil, wie ich festgestellt habe, hat diese Uhr auch international viele Fans und auch eine richtige Modding-Community, beziehungsweise ja eine Szene, die sich damit beschäftigt, diese Uhr zu modifizieren, verschiedene Farben, verschiedene Armbänder. Aber darauf gehen wir vielleicht später nochmal ein bisschen genauer ein. Jetzt würde ich einfach mal sagen, entferne ich mal den Hangtag, damit wir uns die Uhr einmal genauer anschauen können. Genau, dann würde ich sagen, ziehen wir auch mal direkt die Folie ab vom Glas, beziehungsweise Acrylglas. Es ist leider kein echtes Mineralglas hier bei der Uhr, aber in der Preisklasse bei Casio auch unüblich. Von daher vollkommen in Ordnung.
Und ja, ich muss sagen, auf den ersten Blick gefällt sie mir sehr cool, beziehungsweise sehr gut, sehr cool. Cool finde ich sie auch. Hat irgendwie so einen coolen Retro-Look, der mir im ersten Moment sehr gut gefällt. Und ist ein Ticken größer, als ich erwartet habe. Wir werden gleich nochmal nachmessen, aber lässt sich dennoch auch für schmalere Handgelenke, denke ich, noch ganz gut tragen. Auf dem Gehäuseboden sehen wir wie üblich nochmal die Modellbezeichnung, die Inschrift bzw. den Aufdruck Stainless Steel Bag und was hier eine Besonderheit ist, die Wasserdichte von 10 Bar, also die Uhr ist 100 Meter wasserdicht, was in der Preisklasse wirklich schon sehr cool ist. Und vielleicht wird sie auch von vielen deshalb so als eierlegende Wollmilchsau betitelt, weil ja, eine Uhr mit derart vielen Funktionen, auf die wir später auch nochmal näher eingehen werden, und 100 Meter Wasserdichte ist wirklich schon eine Ansage im Preisbereich von 30, 40 Euro. Und ja, also erster Eindruck, schon sehr cool. Dann, wie gewohnt, nehmen wir einmal kurz die Maße. Hier mit den Drückern ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Ich probiere es trotzdem mal. Also hier am schmalsten Punkt kommen wir auf eine Gehäusebreite von 39,5 mm mit den Drückern. Gucken, ob ich sie jetzt drauf kriege, beide. Mit den Drückern sind es also 44,1. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der Lack-to-Lack beträgt ja nur vom Gehäuse, wie immer, nicht ganz so einfach mit einer Hand, nur vom Gehäuse 42,2 mm, aber hier an der breitesten Stelle sind es 44,9. Und dadurch, dass das Armband so ein bisschen übersteht nach oben und unten, sind es schon eher so 50,4. Aber es lässt sich trotzdem auch noch gut tragen. Ihr werdet es später nochmal an meinem relativ schmalen Handgelenk sehen, das Ganze. Und ich finde, das geht sehr gut eigentlich. Werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf das Gehäuse. Was wir hier sehen können, ist einmal die Zeitanzeige, hier ganz klassisch. Hier sehen wir dann, ich hoffe, man kann das auf der Kamera erkennen, den Wochentag. Hier ist dann ganz klein im rechten Kästchen am rechten Rand die Datumsanzeige. Schon ja, relativ schwer zu erkennen, aus der Ferne zumindest. Dann haben wir hier oben eine Weltkarte, die quasi das charakteristische Merkmal dieser Uhr ist. Und ja, lässt direkt darauf schließen, dass die Uhr über eine Weltzeitfunktion verfügt. Und das Coole hieran ist, dass dass man die Zeitzone dann quasi so geschwärzt sieht, die dann gerade angezeigt wird. In dem Fall ist es jetzt hier die Berliner Zeitzone, beziehungsweise quasi Mitteleuropa. Den genauen Ländercode habe ich jetzt nicht, oder Zeitzonencode habe ich jetzt nicht im Kopf, aber man sieht das hier vielleicht, dann ist dieser Bereich so schwarz dargestellt auf der Karte und man weiß, okay, um diese Zeitzone handelt es sich gerade. Hier oben links haben wir dann noch eine analoge Anzeige der Uhrzeit. Und soweit ich das jetzt festgestellt habe, ist es auch eine permanente Anzeige der eingestellten Hometown, nicht Hometown, sondern Heimatzeit. Was ich sehr cool finde, also auch wenn man durch die verschiedenen Funktionen der Uhr geht, hat man hier oben links quasi immer die Anzeige der Heimatzeit und ja, kommt so quasi nicht durcheinander. Oben rechts ist dann hier noch ein Feld, was dann zum Beispiel anzeigt, ob der Alarm eingestellt ist und solche Sachen oder ob ein Timer aktiv ist etc. Also das ist so ein kleines Hinweisfeld, würde ich sagen. Hier unten sehen wir dann auch noch die Aufschrift 10 Years Battery. Das ist auch ein sehr cooles Gimmick der Uhr. Die Uhr soll nämlich eine Batterie haben, beziehungsweise eine Batterielaufzeit von 10 Jahren. Bei normaler Nutzung natürlich, also wenn man jetzt jeden Tag
2 Stunden das Licht anmacht, dann wird sie natürlich deutlich kürzer ausfallen. Aber 10 Jahre ist schon eine Ansage. Ich habe mal geguckt, Ersatzbatterien vom Typ CR2025 kosten bei Amazon 5 Stück gerade ca. 4 Euro, auch von einem Qualitätshersteller. Also da kann man wirklich dann auch für 4 Euro hat man dann theoretisch 50 Jahre Ruhe, beziehungsweise würde die Uhr dann 50 Jahre laufen. Natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil die Batterien dann nicht so lange halten, beziehungsweise sich nicht so lange lagern lassen. Aber sie sind wirklich auch sehr, sehr günstig und ich denke, dass man den Batteriewechsel selber ganz gut durchführen kann. Von daher eine coole Sache. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Armband als nächstes mal ein bisschen genauer an. Und da gibt es jetzt nicht super viel zu sagen, würde ich sagen. Wie bei einer Casio F91W würde ich sagen, ist das Armband hier auf den ersten Eindruck. Hier der obere Teil ist ein bisschen anders. Hier haben wir noch so eine leichte Riffelung in der Nähe der Bandanstöße. Sieht ganz cool aus, gibt der Uhr so einen tooligen Charakter, also so einen Toolwatch-Charakter. Aber sonst ist es ein ganz normales Standard-Armband von einer Casio-Uhr im Preisbereich von 20 bis 30 Euro, würde ich sagen. Da darf man weder Wunder erwarten, aber man darf solide Casio-Qualität erwarten und das bekommt man auch hier. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was ganz spannend ist, und da werde ich euch jetzt auch noch mal ein, zwei Bilder einblenden, wie vorhin schon kurz erwähnt, gibt es zahlreiche Aftermarket-Bänder von ja, anderen Herstellern, die sich quasi darauf spezialisiert haben, extra Armbänder für dieses Modell anzufertigen. Und da gibt es wirklich coole Lederbänder, wie ich zum Beispiel gesehen habe. Ich hatte ein dunkelbraunes Armband gesehen, was an dem schwarzen Gehäuse wirklich cool aussah und der Uhr nochmal einen ganz anderen Charakter verliehen hat. Das Problem bei diesen Armbändern ist dann halt, dass sie mit, ja, ich glaube, so um die 30 Euro ja dann quasi so teuer sind wie die Uhr selbst. Das ist dann halt so ein bisschen problematisch. Wäre natürlich cool, wenn sie ein bisschen günstiger wären. Aber andererseits ein schönes Lederband hat nun mal auch seinen Preis. Aber finde ich persönlich bei der Uhr auch nochmal hervorhebenswert, dass es da viele, ja, aufgrund der vielen Fans auch zahlreiche Anbieter jetzt mittlerweile gibt. Das heißt zahlreich, ich glaube 1 oder 2, die sich dann wirklich darauf spezialisiert haben, schöne Aftermarket-Bänder anzubieten für die Uhr. Und ja, eine coole Sache. So hat man einfach nochmal mehr Variationsmöglichkeiten. Die Variante mit dem Stahlband ist auch sehr cool. Ich habe mich aber jetzt bewusst für die schwarze entschieden, weil sie mir einfach optisch mehr zugesagt hat. Aber es gibt natürlich auch viele Fans der Stahlband-Variante. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das Gehäuse aus, ja, ich kann es leider nicht genau sagen, auf der Herstellerseite habe ich dazu auch nichts gefunden. Ich gehe davon aus, dass es Resin ist, wie auch das Armband. Aber es könnte auch ein, ja, einfacherer Kunststoff sein. Also man sieht hier auch so ein bisschen die, ja, weiß nicht, ob man Schweißnaht sagen kann, aber daran sieht man dann halt auch schon, ne, dass es eine Uhr ist, die jetzt nicht super viel Geld kostet. Auch wenn der ja, Gesamteindruck, was die Qualität betrifft, wirklich sehr schön ist. Aber man darf natürlich halt auch keine Wunder erwarten in dem Preisbereich. Genau, als nächstes schauen wir uns dann einmal im Schnelldurchlauf die Funktion der Uhr an. Hier im Hauptmenü quasi haben wir die Heimatzeit eingestellt. Wenn ich jetzt einmal auf den Mode-Knopf drücke, dann kommen wir in den Weltzeitmodus und da können wir dann einmal sehen, ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen, können wir uns hier durch switchen, durch die verschiedenen Zeitzonen und da werden dann unten halt in diesem Feld dann jeweils auch immer die Stadtcodes angezeigt. Ich kenne mich da jetzt persönlich nicht so gut aus. PRG wird wahrscheinlich Prag sein. HNL, keine Ahnung.
Und dann wird diese Länderkarte dementsprechend auch immer, beziehungsweise geht immer ein Stückchen weiter. Und das ist halt ein sehr cooles Gimmick der Uhr. Ich hoffe, dass man es auf der Kamera sehen kann. Ist jetzt halt ein sehr kleiner schwarzer Punkt, der dann immer so ein bisschen weiter wandert. Aber ja, macht die Uhr letztendlich auch für Vielreisende interessant, die auf der Suche nach einer günstigen Uhr sind für mehrere Zeitzonen. Und ja, dann ein weiterer Klick bringt uns in den Alarmmodus. Da haben wir die Möglichkeit, bis zu 5 Tagesalarme einzuschalten. Sieht man hier dann, unten rechts wird dann angezeigt, Alarm 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, ein Stundensignal zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ein weiterer Klick auf den Mode-Knopf bringt uns dann in die Timer-Funktion. Auch ganz klassisch, ich glaube, bis zu 23 Stunden, 59 Minuten kann der Timer lang sein. Also quasi einen Tag kann man zurücklaufen lassen. Und dann haben wir hier noch die klassische Stoppuhr. Darf natürlich bei keiner Casio-Uhr fehlen. Auch, denke ich, nichts Spektakuläres, aber wahrscheinlich eines der Features, die ich persönlich noch am häufigsten nutzen würde. Und dann sind wir auch schon wieder in der ja, Heimatzeitanzeige. Genau. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, fünf oder vier, ich weiß es gerade nicht genau, 5 favorisierte Zeitzonen für das Startdisplay zu speichern, die wir dann hier bei einem Druck auf den Search-Button direkt angezeigt bekommen können. Das ist jetzt hier zum Beispiel auf dem 2. Platz New York City, auf dem 3. London, dann hier Paris und dann wieder die Nummer 1, das ist die Heimatzeit Berlin. Ja, und ich denke, das soll es dann auch schon gewesen sein zu den Funktionen. Als nächstes werde ich euch jetzt mal ein Bild vom Licht, vom Hintergrundlicht der Uhr einblenden. Ich probiere es jetzt einmal hier, aber wie sonst auch wird es hier wahrscheinlich zu hell sein. Wir haben eine orangene Hintergrundbeleuchtung. Ich blende euch jetzt hier wieder ein Video von mit dem Handy gemacht in der Dunkelheit ein. Da kann man eigentlich sehen, dass die Hintergrundbeleuchtung recht ordentlich ist, wie ich finde. Nicht herausragend, aber für die Preisklasse vollkommen in Ordnung. Und ja, dann würde ich sagen, als nächstes auch direkt der obligatorische Wrist-Check. Ich muss die Uhr mal wieder wie gewohnt im Hintergrund kurz anziehen, weil die Kamera sonst ein bisschen im Weg ist. Und hier sehen wir das Modell dann auch schon an meinem 16,5 cm Handgelenk, teilweise ein bisschen mehr im Sommer, aber jetzt aktuell würde ich sagen, sind es so 16,5 cm circa. Und was auffällt, ist, dass das Armband relativ lang ist und hier so ein bisschen übersteht. Aber sonst passt die Uhr auch auf mein schmales Handgelenk, denke ich, noch sehr gut. Ist nicht besonders klein wie vielleicht andere Modelle, wie zum Beispiel die F91W, die ikonische, aber durch das größere Display wird die Ablesbarkeit natürlich auch ein bisschen erhöht. Und ich persönlich finde halt wirklich dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, analoge Digitalanzeige da wirklich sehr cool. Wir haben quasi wirklich so einen Sekundenzeiger, der da oben mitschwingt oder mitläuft. Und ja, hatte ich vorher so noch nicht bei anderen Digitaluhren gesehen. Und ist aus meiner Sicht natürlich gerade, wenn man wirklich häufig die Weltzeitfunktion nutzt, hilfreich, dass man immer die Heimatzeit oben im Blick behalten kann. Und ja, ich finde sie persönlich sehr cool. Kann schon auch direkt verstehen, warum sie viele Freunde hat und viele Fans. Trägt auch nicht zu dick auf. Mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, die Höhe zu messen. Können wir noch mal kurz nachholen. Und zwar sind das hier 12,7 cm.
Millimeter, sorry. Zentimeter wäre schlecht. 12,7 Millimeter. Und ja, ich denke, viel mehr gibt es im ersten Moment auch nicht zu sagen. Ich finde sie wirklich cool, gerade wenn man jetzt auf der Suche nach einer günstigen Do-it-all-Watch ist, sage ich mal, sollte man sich dieses Modell wirklich mal anschauen, weil für unter 50 € kriegt man eine Menge geboten. Wir haben eine extrem lange Laufzeit von circa 10 Jahren. Ich meine, wenn es 7 oder 8 Jahre sind, dann ist es immer noch herausragend. Ja, finde ich wirklich super, diese lange Batterielaufzeit. Wir haben 100 Meter Wasserdichte, was in der Preisklasse auch nicht so oft vorkommt. Wir haben einen Haufen Funktionen, Weltzeit, Timer, Stoppuhr, Alarme und ja, also mir fällt sonst auf Anhieb keine Uhr ein, die das Ganze jetzt irgendwie toppen könnte bzw. schlagen könnte in der Preisklasse und dann auch noch so einen coolen Vintage-Look hat. Also aus meiner Sicht wirklich eine Empfehlung, wenn man auf der Suche ist nach einer günstigen, vielleicht kann man schon sagen GMT-Uhr mit ja, Weltzeitfunktion und einem ikonischen Look, dann sollte man sich dieses Modell wirklich mal anschauen. Ich hatte gesehen, dass ja, die Uhr teilweise auch Casio Royale genannt wird, in Anlehnung an eine ehemalige James Bond Uhr. Das ist allerdings keine Casio gewesen, sondern eine Seiko Digitaluhr, die James Bond mal in einem Film getragen hatte. Und angeblich soll diese Seiko in dem Film so ein bisschen der Ideengeber gewesen sein für dieses Modell hier. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann jetzt keinen Kontakt in Tokio bei Casio fragen, ob das wirklich stimmt und sich so zugetragen hat. Aber ja, auf jeden Fall, ich blende euch mal eine Uhr von der James Bond Uhr ein. Hat sie so eine gewisse Ähnlichkeit mit der Uhr. Und ja, ist auf jeden Fall nochmal ganz cool für alle James Bond Fans, dass man quasi so eine ähnliche Uhr dann nochmal für einen schmalen Taler erwerben kann. Alles klar, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch die Uhr ein bisschen näher bringen. Und ja, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr gerne mal bei Amazon gucken. Und ja, denke ich, kann man nicht viel falsch machen. Gerade jetzt für den Sommer auch eine coole Uhr. Wasserdicht ist sie, schwimmen sollte kein Problem sein bei der 10 Bar Wasserdichte. Und ja, schaut sie euch einfach mal genauer an, wenn ihr Interesse habt. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ja, sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.